Moin aus dem Wunderland. Wir haben uns hier heute Nacht unter der Schweiz versteckt. Und hier warten wir jetzt, bis die Gäste aus dem Haus sind und dann verschönern wir unsere Züge mit Graffiti. Nein, ganz so machen wir es natürlich nicht. Aber wir wollen hier im Wunderland auch die Realität nachstellen. Und dadurch wollen wir auf den Häuserfassaden, auf den Zügen ein bisschen Graffiti machen. Und heute zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Cans popping. The night's my domain. Concrete canvas, my thoughts leave a stain. Colors drip slick, words twist like a braid. Every stroke a statement, I'm sharp with the blade. Brick walls whisper, they tell me to speak. In the alley where the shadows in the... Unsere Figuren hier im Hintergrund können das leider noch nicht selber machen. Dafür sind wir noch da. Wir haben aber mit Künstlern zusammengearbeitet wie Psych2, Rebelza und Captain Gibbs, haben aber auch viele kreative Köpfe im Haus, die das für uns umsetzen können. Hier am Flughafen gibt es sogar einen Knopfdrücker namens Sprayer. Wenn wir den drücken, gucken wir mal, was passiert. Und wie ihr seht, wird gar nicht mehr so viel gesprayt, aber genau das ändern wir jetzt. Wir haben vorgefertigte Graffitis, die es so zu kaufen gibt. Und die werden ganz einfach in Wasser aufgelöst, werden abgezogen und werden dann auf die Hausfassade raufgeklebt. Sind hier einfach laser gecuttet drin. Die sind dann einfach an so bestimmten, ja, ich sag mal, Bruchpunkten einfach dran. Die können wir ganz einfach ablösen oder auch nicht einfach. So, und den. Ich nehme jetzt explizit den, weil wenn man den hier mal dran hält, der nimmt die ganze Fläche schön mit, wo der Graffiti-Sprayer auch längs geht. Dann lege ich den hier einfach in ganz normales Leitungswasser. Dann zieht er sich so ein bisschen nach. So, krümmt er sich auch so ein bisschen. Lassen wir jetzt so für ein paar Sekunden einfach da drin liegen. Funktioniert schon ganz gut. So. Und dann drücken wir den ganz vorsichtig einfach mit einer Pinzette fest. Lassen den so ein bisschen antrocknen. Können auch Pinsel nehmen, um das hier so ein bisschen, die Flüssigkeit, die sich da drunter gesetzt hat, quasi rauszudrücken. Warten wir jetzt noch mal so ein bisschen, damit das auch wirklich trocknet, die Flüssigkeit rausgeht. Und dann haben wir hier ein Finishing-System, das dunkelt das ein bisschen ab, klebt das noch mal ein bisschen besser und das Mittel sorgt einfach dafür, dass es ein bisschen wetterbeständiger ist, dass es nicht so leicht zum Abkratzen ist und das wird dann einfach so ganz vorsichtig einfach darüber gepinselt. So, jetzt wo es nachts ist, kann der Sprayer auch anfangen zu arbeiten. Von der Positionierung her bin ich auch eigentlich schon ganz zufrieden. Jetzt würde ich mal zeigen, wie die kreativen Köpfe das hier machen und dann gehen wir mal rüber zu Flo und der zeigt das, wie es an den Zügen funktioniert. Ich bin dann heute der Realitätsbeauftragte für den urbanen Verschleiß. Und zwar auf öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmitteln. Die letzten 17 Jahre habe ich nur Tätowierungen gemacht und ich dachte mir, wenn ich das kann, dann kann ich auch mal so ein paar Graffitis versuchen. Ich habe mir auf der Anlage schon mal einen Zug ausgesucht, ein Modell und auch eine Szene, in der sich am Ende der Zug bewegen soll. Und für dieses Modell fange ich jetzt einfach mal an, einen Schriftzug zu zeichnen. Und zwar habe ich mir überlegt, weil meine Tochter sich sicherlich darüber freuen würde, dass ich einfach ihren Namen dafür nehme. Und das Ganze geht natürlich digital etwas leichter und schneller, als wenn wir das jetzt händisch auf einem Blatt Papier machen. So haben wir die Möglichkeit, kleine Fehler immer noch mal schnell zu korrigieren, Farben zu verändern oder auch Größe und Form noch mal anzupassen, so dass sich das am Ende auf dem Waggon auch gut platzieren lässt. Die Waggons haben immer unterschiedliche kleine Tücken, würde ich sagen, gerade im Modellbau, wenn wir dann die Graffitis mit sogenannten Decal-Folien übertragen, ist es häufig schwierig, diese Folien über abstehende Elemente zu kleben, sodass sie nicht sofort wieder abfallen. Von daher macht es Sinn, am Ende nochmal zu gucken, wie groß das Graffiti wirklich sein soll und wo es sich am besten platzieren lässt. Bei der Farbgebung achte ich natürlich auch darauf, jetzt in diesem Fall, dass es nicht unbedingt die gleichen Farben sind, die wir auf dem Waggon finden. Ich habe mir da einen Waggon aus Italien ausgesucht. Die sind sehr häufig mit Weiß, Grün und Blautönen lackiert. Dementsprechend werde ich versuchen, etwas zu nehmen, was einen größeren Kontrast dazu bietet und vor allen Dingen auch einen Kontrast zu der Anlagenszene, in der sich der Zug am Ende bewegen soll. Genau, ich benutze Procreate. Das ist ein Programm zum Zeichnen. Es beinhaltet unheimlich viele Möglichkeiten, verschiedene Pinsel, so nennt man es,
Schönes darzustellen. Ich benutze jetzt hier natürlich passend zum Thema einen Pinsel, der eine Linie erzeugt, die dann irgendwie auch gesprüht aussieht und nicht zu sauber ist. Ich mache jetzt hier nochmal ein paar von diesen Tags rein, sagen die Sprayer, glaube ich, immer. Wir sind ja hier im Miniaturwunderland, machen wir natürlich hier einen Mivula-Tag rein mit einem Sternchen daneben. Sterne spielen im Graffiti immer eine große Rolle. Und hier hinten, damit das auch historisch nachverfolgt werden kann, einfach unsere Jahreszahl. Natürlich wieder mit Sternchen. Ich glaube, so würde ich das lassen. Und das gehen wir jetzt mal drucken. So, ich habe jetzt hier mal 3 verschiedene Größen ausgedruckt, damit das gleich auch vernünftig passt. Ich schneide das jetzt erstmal grob mit der Schere aus. Und dann werde ich mit einem unheimlich scharfen Skalpell ganz nah am Rand des Backgrounds des Graffitis an der gelben Linie entlang schneiden, so dass im besten Fall am Ende nur die gelbe Linie stehen bleibt, ohne weiße Blitze am Rand. Die Größe passt auf jeden Fall auch. Mir war es wichtig, dass es zwischen die Türen passt und trotzdem noch ein bisschen Platz ist zu den Türen, dass man rechts und links die Lackierung noch erahnen kann. Ich würde das jetzt einfach mal hier ins Wasserbad legen. Es dauert dann so 10 bis 20 Sekunden, bis sich die Rückseite löst. Das kann man dann sehen. Ich schwimme dann etwas zur Seite. So, jetzt kann man hier auch schon auf der rechten Seite sehen, dass sich das löst. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Wasserschiebefolie insgesamt sich schon vom Träger gelöst hat. Jetzt lege ich das hier schon mal so grob auf die Stelle, wo es hin soll und ziehe dann die untere Lage, also das Trägerpapier unter der Folie weg. Dann kann ich das jetzt, solange das nass ist, noch so ein bisschen rumschieben, dass es genauso sitzt, wie ich mir das gewünscht habe. Ich hole mir jetzt mal einen Heißluftföhn. Dann föhne ich das letzte Wasser, das sich noch unter der Folie befindet, ein bisschen trocken. Der ist wohl leer. Dann hole ich mal den Schutzlack. So, das hat gut funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bringe den Wagen jetzt wieder zurück auf die Anlage, beziehungsweise in den Schattenbahnhof. Und in der Zwischenzeit zeigt Felix euch in Valparaiso, wie das Graffiti bei uns an den Wänden aussieht und was ihr da alles finden könnt. In Valparaiso gibt es sehr viele Flächen, die auch auf legalem Wege quasi gestaltet werden. Ich glaube, das rührt einfach daher, dass die Eigentümer da so ein bisschen anders mit ihrem Besitz umgehen und sich freuen, wenn quasi eine graue Wand zum Beispiel einfach mal bunt gestaltet wird. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel dieses Gebäude hier, wo von einem Originalfoto, was vor Ort gemacht wurde, quasi eine Datei erstellt wurde am Computer, diese optional noch ein bisschen bearbeitet wurde, damit auch die Ausschnitte von den Fenstern passen oder so. Und das Ganze wird dann auch mit dieser Nassschiebetechnik auf die Wand aufgebracht. Wichtig ist immer so, es gibt 2 verschiedene Nasssschiebefolien, eine weiße und eine durchsichtige. Ich mag das lieber, die durchsichtige zu benutzen, weil man da dann auch vielleicht nochmal irgendeine Putzschicht, die da hinter dem Graffiti war, weiter zeigen kann. Impliziert aber, dass man das Ganze dann auch mit einer kleinen Untermalung machen muss. Sprich, die Nassschiebefolie ist quasi wie so eine durchsichtige Folie, wo nur die Farbe drauf gedruckt ist. Weiß kann nicht gedruckt werden. Und da müssen die weißen Flächen dann untermalt werden. Die Kollegen sind aber kreativ und manche haben natürlich auch, wie man zum Beispiel bei dem Gebäude hier sieht, das Motiv aus dem Internet gesehen und dann selbst mit Stenciln oder Schablonen angefertigt und mit Airbrush gestaltet, was auch sehr schön aussieht. Und damit das Ganze natürlich noch mehr realistisch ist, habe ich oder wir uns natürlich auch dazu entschieden, nicht nur die legalen Graffitis an den Häuserfassaden zu machen, sondern zum Beispiel auch hier an irgendwelchen Ruinen oder Stützmauern, wo sich dann natürlich die Writer irgendwie auch verewigen wollen. Die wollen natürlich ihren Namen überall in der Stadt haben und das haben wir hier auch gemacht. Gerade dann auf durchsichtigen Nassschiebepapier, nur mit Outline-Farbe zum Beispiel.
Und da geht's dann ja auch so ein bisschen bei den Leuten um die Quantität. Das habe ich dann mit aufgenommen. Zum Beispiel gibt's dann hier den Skola gleich 3-mal nebeneinander. Was mir hier bei diesem kleinen Innenhof total viel Spaß gemacht hat, war natürlich auch irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wie kommen die da hin? Was sind überhaupt die Reichweiten von so einer kleinen 1:87 Figur? Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mich da mal auf dieses Treppengeländer quasi imaginär zu stellen und zu überlegen, okay, kommt man da noch mit dem Arm ran, würde sich die Person darüber lehnen oder vielleicht sogar irgendwo hochklettern oder so. Und das macht das Ganze für mich natürlich dann auch nochmal wieder authentischer einfach. Valparaiso ist auf jeden Fall eine Stadt, die weltweit bekannt ist für ihre Street Art Künstler und Mural Artists. Und es lohnt sich auf jeden Fall, entweder da mal hinzufliegen oder sich das hier bei uns im Wunderland anzuschauen. So, und damit sich das Ganze auch gelohnt hat, wollen wir natürlich noch ein paar coole Aufnahmen von unserem Zug haben. Denn einfach nur ein Foto aus der Abstellung ist zu langweilig. In so einer schönen Kulisse sieht sowas natürlich immer am besten aus. Und wie bei den Originalbahnen, irgendwann werden auch die Graffitis wieder entfernt. Und so eine Szene haben wir dann auch entsprechend dargestellt. Hier in unserem Hamburg-Abschnitt sind die Bahnmitarbeiter fleißig dabei, sich dem Graffiti anzunehmen. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch besondere Graffitis oder Szenen auf der Anlage gefallen, kommentiert das doch gerne. Lasst ein Like da und ansonsten sage ich Tschüss, bis nächste Woche.